Moin zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns mit zwei weiteren kleinen Effekten für den Sequencer hier beschäftigen. Nur so zwei Sachen, damit ihr so ein kleines bisschen mehr Gefühl dafür kriegt. Ist wirklich sehr, sehr einfach und deswegen wird das Video wahrscheinlich auch nicht so lang werden. Ja, wir wollen behandeln Fades und Audio. Fades machen wir als erstes, das ist nämlich super, super easy. Fades könnt ihr hier einfach über den Fade-Track bestimmen. Und was bedeutet Fade? Naja, Fade in, Fade out ist vielleicht manchen von euch ein Begriff. Das bedeutet so viel wie Blend-ins und Blend-outs, ist auch nicht besser, ne? Also sowas wie, ja, man sieht so einen leichten Übergang, man leitet die Szene ein, man leitet die Szene aus. Sozusagen ein in schwarz auflösen oder in weiß auflösen. Beziehungsweise in schwarz die Szene und in weiß. Egal. Ich zeige es euch einfach. Hier allerdings wichtig, ihr müsst einen Wert zwischen 0 und 1 eingeben. 1 bedeutet komplett schwarz. Sehen wir hier. Machen wir einen Keyframe und einige Sekunden weiter machen wir wieder einen Keyframe mit komplett weiß. Ja, oder was heißt komplett weiß, aber komplett undurchsichtig sozusagen. Und das bedeutet, wir wollen unsere Szene sozusagen einführen. Wir sagen, da ist die Szene und hallo. Ja, das macht man relativ häufig in Filmen, auch wenn man es gar nicht so mitkriegt. Ich würde euch da als Übung tatsächlich einfach mal empfehlen, schaut mal irgendwelche Sequenzen oder sowas an, die vielleicht nicht ganz nicht genau in der Mitte sind, sondern vielleicht am Anfang oder am Ende. Und da habt ihr dann höchstwahrscheinlich irgendwelche Fades auch noch drin. Okay, ja, könnt ihr eigentlich relativ simpel hinzufügen. Und Media-Tracks funktionieren ziemlich genauso wie Audio-Tracks, deswegen mache ich das jetzt einfach mal so mit euch mit. Also, Audio-Track, das ist unser zweites Thema für heute. Zum Fade habe ich tatsächlich einfach nicht mehr zu sagen. Es gibt halt die Möglichkeit, Keyframes hier einzufügen und von schwarz in normales Bild aufzulösen sozusagen. So, bei Audio könnt ihr jetzt hier einfach einen Audio-Track einfügen, so wie ich das gerade gemacht habe, und dann hier auf Plus Audio gehen. Und hier ist jetzt allerdings wichtig, dass ihr einen Sound Cue auswählt. Wie bekommt man einen Sound Cue? Ganz einfach, wir gehen erstmal in den Starter Content und in Audio, da haben wir einen Haufen Audio Cues. Nein, so soll es natürlich nicht sein. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Wir wollen natürlich, ja, wir ziehen uns irgendwelche Wave-Dateien hier rein. Wave-Dateien, was ist jetzt das? Normalerweise habt ihr die Dateien im MP3-Format. Wenn ihr jetzt ein Wave-Format habt, dann wird das von Unreal Engine unterstützt. MP3 wird, soweit ich weiß, immer noch nicht unterstützt. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt ändern wollen. Deswegen, was ihr jetzt hier macht, ist einfach Folgendes. Ihr geht her und googelt bitte einfach mal nach, ich schreibe es hier oben rein, Audacity. Und mit diesem Programm könnt ihr Audiodateien editieren. Ich werde vielleicht noch eine extra Tutorial-Reihe in Unreal Engine zur Audio bringen, also was man damit noch machen kann. Da kann man nämlich noch sehr, sehr viel mehr machen, als einfach nur normale Audio reinbringen. Das werde ich euch dann alles noch zeigen, aber mit Audacity könnt ihr eure MP3-Dateien oder sowas in Wave-Dateien, ihr sucht das Format .wav, das braucht ihr und das könnt ihr hier reinziehen. So. Und ja, hier könnt ihr dann einfach das als Sound Cue umwandeln, indem ihr hier Rechtsklick drauf macht und dann eben, ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das, doch, hier geht das auch schon, das ist sogar eine Wave, Create Cue. Und diese Sound Cues könnt ihr jetzt hier in euren Sequencer importieren. Das heißt, wir können hier jetzt einfach eine Collapse Cue, Explosion Cue und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier Fire Cue einfügen. Und wo fängt der Kerl denn an zu feuern? Ich glaube ganz am Anfang, oder? Wo war's denn? Zeig mir die Szene. Da will ich, dass er feuert. Piu, piu, piu. Okay, selbiges geht natürlich auch mit Effekten. Und hier fängt er dann, glaube ich, an zu laufen, oder nicht? Nee, hier fängt er noch nicht an zu laufen. Hier hört er auf zu feuern. So, also keine Ahnung. Das hört ihr jetzt auch überhaupt nicht, weil ich den Systemsound gar nicht aufnehme. Aber ja, ist relativ simpel. Hier fängt es dann einfach an mit Ton. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Nee, normalerweise nicht. Aber auf jeden Fall, hier hat man sozusagen einfach Ton. Und ja, das ist dann im Endeffekt auch schon alles, was ich euch für dieses Video zeigen wollte. Im Endeffekt sehr, sehr einfache Sachen. Ihr könnt auch hier mit Keyframes arbeiten. Und ihr könnt auch gerne mal hier Rechtsklick drauf machen. Da gibt es auch manchmal Eigenschaften, die man für Keyframes benutzen kann. In dem Fall jetzt allerdings von Audio nicht. Ja, und das war eigentlich auch schon alles für heute. Nächstes Mal gibt es dann wieder versprochen ein bisschen längeres Video und ein bisschen mehr Content natürlich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.